Herzlich willkommen zu diesem Video über wichtige Buchungssätze für die IHK-Prüfung. Buchungssätze sind ein zentraler Bestandteil der Buchhaltung und gehören zum täglichen Geschäft eines Unternehmens. Besonders für angehende Kaufleute, für Büromanagement sind sie wichtig, da sie die Grundlage für eine korrekte Buchführung bilden. In diesem Video lernst du 7 wichtige Buchungssätze kennen, die dir sowohl in der Prüfung als auch in der Praxis begegnen können. Ich erkläre dir jeden Buchungssatz Schritt für Schritt, damit du genau verstehst, was passiert und warum so gebucht wird. Egal, ob du dich gerade auf die Prüfung vorbereitest oder dein Wissen auffrischen möchtest, dieses Video hilft dir, die Buchungssätze sicher anzuwenden. Lass uns direkt starten. Beginnen wir mit dem ersten Beispiel. Wir kaufen Handelswaren auf Rechnung. Das bedeutet, wir erhalten die Waren jetzt, müssen aber erst später bezahlen. Der Buchungssatz lautet Aufwendungen für Handelswaren und Vorsteuer an sonstige Verbindlichkeiten. Was bedeutet das? Unsere Aufwendungen für Handelswaren und die Vorsteuer steigen, weil wir die Ware erhalten haben. Gleichzeitig haben wir eine Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten, da die Rechnung noch offen ist. Doch was passiert, wenn wir einen Teil der Handelswaren zurückschicken, zum Beispiel wegen eines Fehlers? Dann müssen wir die ursprüngliche Buchung teilweise rückgängig machen. Der Buchungssatz dazu lautet sonstige Verbindlichkeiten an Aufwendungen für Handelswaren und Vorsteuer. Unsere Verbindlichkeiten verringern sich, weil wir weniger bezahlen müssen. Gleichzeitig reduzieren sich unsere Aufwendungen und die Vorsteuer, da die zurückgesandte Ware nicht mehr zu unserem Bestand gehört. Jetzt drehen wir die Situation um. Wir verkaufen Handelswaren an einen Kunden auf Rechnung. Das bedeutet, der Kunde erhält die Ware, bezahlt aber erst später. Der Buchungssatz lautet Forderungen an Umsatzerlöse für Handelswaren und Umsatzsteuer. Unsere Forderungen steigen, weil wir eine Rechnung gestellt haben, die der Kunde noch begleichen muss. Gleichzeitig erhöhen sich unsere Umsätze und die Umsatzsteuer, weil wir einen Verkauf getätigt haben. Doch was passiert, wenn unser Kunde einen Teil der Waren zurückschickt? Dann müssen wir den Umsatz und die Umsatzsteuer wieder korrigieren. In diesem Fall buchen wir Umsatzerlöse für Handelswaren und Umsatzsteuer an Forderungen. Das bedeutet, unser Umsatz und die Umsatzsteuer verringern sich, da der Verkauf teilweise rückgängig gemacht wurde. Gleichzeitig sinken unsere offenen Forderungen, weil der Kunde jetzt weniger bezahlen muss. Nun schauen wir uns an, was passiert, wenn wir eine Lieferantenrechnung begleichen und dabei Skonto nutzen, also einen Preisnachlass für schnelle Zahlung erhalten. Der Buchungssatz lautet sonstige Verbindlichkeiten an Bank, Vorsteuer und Nachlässe. Unsere Verbindlichkeiten sinken, weil wir die Rechnung bezahlen. Da wir Skonto nutzen, reduzieren sich die Vorsteuer und die Einkaufskosten. So sparen wir Geld. Natürlich können auch unsere Kunden Skonto nutzen, wenn sie ihre Rechnung frühzeitig begleichen. Wenn ein Kunde mit Abzug von Skonto zahlt, buchen wir Bank, Umsatzsteuer und Erlösberichtigungen an Forderungen. Das bedeutet, unsere Forderungen verringern sich, weil der Kunde bezahlt hat. Gleichzeitig buchen wir den Skonto als Erlösminderung und korrigieren die Umsatzsteuer. Dadurch verdienen wir etwas weniger, aber der Kunde zahlt schneller. Abschließend betrachten wir noch einen Fall aus der Praxis. Wenn wir Waren an Kunden verkaufen, müssen diese oft durch eine Spedition geliefert werden. Der Buchungssatz dazu lautet Ausgangsfrachten und Vorsteuer an Blitzspedition GmbH, Verbindlichkeiten. Hier erfassen wir die Frachtkosten und die Vorsteuer als Aufwand. Gleichzeitig entsteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Spedition, die wir später bezahlen müssen. Das waren 7 wichtige Buchungssätze für die IHK-Prüfung. Diese Buchungen begegnen dir sowohl in der Prüfung als auch in der Praxis. Ich hoffe, du konntest die Zusammenhänge gut verstehen. Wenn du diese Buchungssätze sicher anwenden kannst, bist du bestens vorbereitet. Falls du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Und wenn dir das Video geholfen hat, teile es mit deinen Freunden, damit auch sie davon profitieren können. Viel Erfolg in deiner Prüfung!